die Kaufleute. Es wurde heute ja ganz viel über diese neue Zielgruppe, also die 15- bis 20-Jährigen gesprochen. Also wir sind diese Zielgruppe und wir möchten Ihnen gerne ein bisschen was über unsere Perspektive erzählen, wie wir die Probleme auf der Welt sehen. Denn wir Kinder und Jugendliche, wenn wir an unsere Zukunft denken, denken wir auch an zwei Hauptkrisen, die wir vor uns haben. Nämlich erstmal die Klimakrise und auch die Gerechtigkeitskrise. Die Klimakrise, denn jeden Tag holen wir so viel C, also in Form von Kohle, Erdgas und Erdöl aus der Erde, wie es 1 Million Tage gedauert hat für die Sonne, um es dort zu speichern. Und dazu kommt auch noch die Gerechtigkeitskrise, denn jeden Tag sterben 30.000 Menschen, hauptsächlich Kinder, an Hunger und leicht vermeidbaren Krisen, und es gibt 1 Milliarde Menschen auf der Welt, die mit weniger wie $1 am Tag leben müssen. Und wir Kinder und Jugendlichen, wir haben verstanden, dass die Erwachsenen diese Probleme kennen. Und nicht erst seit kurzer Zeit, sondern seit 40 Jahren, seit dem ersten Kloppenbericht die Grenzen des Wachstums. Oder spätestens seit 20 Jahren, seit der ersten internationalen Nachhaltigkeitskonferenz. Aber wir Kinder und Jugendliche, wir verstehen nicht, warum so wenig für unsere Zukunft getan wird. Und das haben wir uns immer wieder gefragt. Warum tun die meisten Erwachsenen so wenig für unsere Zukunft? Und am Ende hatten wir 3 wirkliche Gründe dafür. Der erste Grund ist die Bedeutung von Zukunft. Für die meisten Erwachsenen scheint Zukunft 20, 30 oder 40 Jahre zu bedeuten. Aber für viele von uns Kindern und Jugendlichen heute ist 2100 vielleicht immer noch in unserer Lebenszeit. Und deswegen ist es eine akademische Frage für die Erwachsenen, ob der Meerwasserspiegel um 1, 2 oder 3 Zentimeter oder 7 Meter ansteigen wird bis 2100. Aber für viele von uns Kindern und Jugendlichen ist das vielleicht eine Frage des Überlebens. Und der zweite Punkt, warum so wenig getan wird, ist, dass sich anscheinend viele Erwachsene, besonders in den USA, hinter den Klimaskeptikern verstecken, die sagen, es gibt gar keine Klimakrise. Aber für all die haben wir eine Antwort. Wenn wir heute den Wissenschaftlern folgen, die sagen, es gibt eine Klimakrise und wir tun was, und in 20 Jahren finden wir heraus, dass sie falsch lagen, dann haben wir nichts falsch gemacht. Wenn wir jetzt aber den Skeptikern folgen, die sie sagen, es gibt keine Krise und wir tun nichts und in 20 Jahren finden wir heraus, dass die falsch lagen, dann wird es zu spät sein, um unsere Zukunft zu retten. Und heute gab es einen Begriff, der aus unserer Meinung auch noch zu wenig gefallen ist, und zwar der Begriff der Nachhaltigkeit. Denn für viele von uns Kindern ist Nachhaltigkeit wahrscheinlich unser einziges Überlebenskonzept. Und der Begriff Nachhaltigkeit, der kommt ja ursprünglich von den Förstern. Und den gibt es seit dem Jahr 1713. Denn die Förster, die pflanzen ihr ganzes Leben lang Bäume, obwohl sie wissen, dass sie selber nichts davon haben. Sondern die Generationen nach ihnen leben von den Bäumen, die sie gepflanzt haben. Und sie leben von den Bäumen, die die Generationen vor ihnen für sie gepflanzt haben. Und die schönste Definition von Nachhaltigkeit, die wir Kinder und Jugendliche je gehört haben, kam von den Ureinwohnern aus Nordamerika. Der Häuptling Sean hat uns mal erzählt, dass in ihrem Stamm, jedes Mal, wenn sie eine Entscheidung treffen, überlegen sie sich zuerst, ob auch die 7. Generation nach ihnen diese Entscheidung noch für gut heißen würde. Und erst dann stimmen sie zu etwas zu. Und wenn wir alle so denken würden, bei all unseren Entscheidungen, sähe die Welt wahrscheinlich ganz anders aus. Heute haben wir Unternehmen, die den Begriff Nachhaltigkeit in ihren Geschäftsberichten und in ihren Sonntagsreden nutzen, nur um noch mehr Produkte zu verkaufen. Da haben wir zum Beispiel mal nachgeschaut, die 4 großen Atomenergiekonzerne in Deutschland haben den Begriff Nachhaltigkeit insgesamt 210 Mal auf ihren Webseiten benutzt. Aber wir Kinder verstehen überhaupt nicht, was die mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Und heute gibt es viele Unternehmen, die langsam Abteilungen für Nachhaltigkeit eröffnen. Aber wir finden eigentlich, dass die
Unternehmen keine Abteilungen für Nachhaltigkeit gründen sollten, sondern Nachhaltigkeit müsste eigentlich das Ziel von jedem Unternehmen sein. Und wir hoffen, dass REWE dort als ein Vorreiter vorausgeht und dort ganz am Anfang auch dabei ist oder aktiv ist. Und weil weltweit so wenig passiert, haben wir Kinder und Jugendliche uns gefragt, was wir tun würden, wenn wir die Regierungschefs der Welt wären. Und das haben wir mit den Konsultationen insgesamt mit Kindern aus über 100 Ländern gemacht. Und am Ende hatten wir einen 3-Punkte-Plan, was wir tun würden, wenn wir die Regierungschefs der Welt wären. Der erste Punkt von diesem 3-Punkte-Plan ist Bäume pflanzen. Und zwar 1000 Milliarden Bäume. Denn 1000 Milliarden Bäume, das ist die Anzahl an Bäumen, für die es weltweit Platz gibt. Und wenn wir es schaffen, diese Bäume zu pflanzen, dann nehmen die im Jahr 1/4 des weltweit menschgemachten CO2-Ausstoßes auf. Und um diese Bäume zu pflanzen, musste jeder Mensch auf der Welt 150 Bäume pflanzen. Der zweite Punkt von unserem 3-Punkte-Plan ist, dass wir bis 2050 auf 0 Emissionen runtergehen müssen. Und das Tolle an diesem Punkt ist, dass wir heute bereits all die Technologie haben, die wir für 0 Emissionen brauchen. Und der dritte Punkt von unserem 3-Punkte-Plan ist, dass wir leider auch bis 2050 nur noch eine limitierte Menge an CO2 herauspusten dürfen. Und zwar 1,5 Tonnen pro Person im Jahr. Und wenn jemand mehr herauspusten will, dann zahlt er an die, die weniger herauspusten. Und jetzt möchte ich Ihnen noch ein paar Bilder zeigen von dem, was wir Kinder und Jugendliche tun. Als wir vor 7 Jahren angefangen haben, Bäume zu pflanzen und aktiv wurden, haben wir gedacht, wir müssen den Eisbären retten. Aber kurz danach haben wir verstanden, dass es eigentlich nicht darum geht, den Eisbären zu retten, sondern es geht um unsere Zukunft. Das ist in Bangladesch. In manchen Ländern werden die Fluten immer schlimmer, während die Dürren in anderen Ländern auch schlimmer werden. Das ist in China, in Nordafrika, dieses Kind schaut sich nicht das Spiegelbild im Wasser an, sondern es trinkt. Und deswegen haben wir den Aufkleber gemacht, rettet den Menschen. Und von unserem ersten Punkt, von dem 3-Punkte-Plan, von den 1000 Milliarden Bäumen, wurden in den letzten 7 Jahren schon 12,6 Milliarden Bäume gepflanzt. Natürlich nicht nur von uns Kindern, sondern von vielen Regierungen, Unternehmen und Organisationen, die alle dabei sind und auch aktiv wurden. Und wir Kinder und Jugendliche, wir haben uns noch ein zweites Ziel gesetzt, nämlich wir wollen 1 Million Botschafter für Klimagerechtigkeit werden. Also 1 Million von uns Botschaftern, die alle aktiv sind und was für unsere Zukunft tun. Und da sind wir mittlerweile schon ungefähr 30.000. Und diese ganzen Botschafter halten alle Vorträge, organisieren Pflanzaktionen und sind aktiv. Und wir werden dann bilden uns gegenseitig bei unseren Plant for the Planet Akademien aus. Das sind Eintages-Workshops, die funktionieren überall auf der Welt auch immer gleich und alle Leute werden dann Botschafter für Klimagerechtigkeit. Diese Akademien fangen immer an mit einem Vortrag von einem anderen Kind oder Jugendlichen, der schon mal bei einer anderen Akademie ausgebildet wurde. Danach üben wir alle selber Vorträge zu halten, damit wir das Gleiche tun können. Wir machen dann ein World Café, dann überlegen wir uns Antworten zu verschiedenen Fragen, zum Beispiel, wie organisieren wir eine Pflanzaktion? Oder wie kriegen wir andere Kinder und Jugendliche dazu, dass sie mitmachen? Und dann erarbeiten wir in Schulgruppen Pläne, was wir selber in unseren Schulen tun wollen, um was für unsere Zukunft zu tun. Wir pflanzen natürlich an all den Akademien auch Bäume. Und am Ende präsentieren wir unsere Pläne, was wir tun wollen, vor allen Teilnehmern der Akademie und auch den Eltern. Und jeder, der mitmachen will, bekommt eine Urkunde als Botschafter für Klimagerechtigkeit. Jetzt möchte ich Ihnen ein paar von den Sachen zeigen, die wir bei den Akademien lernen. So sieht ja die Welt aus, wie wir es in der Schule lernen. Desto größer ein Land ist nach Landfläche, desto größer ist das Land auf der Karte. Aber die Welt hat noch ganz viele andere Gesichter. Zum Beispiel das ist die Welt nach Autos.
Desto mehr Autos in dem Land fahren, desto größer ist das Land auf der Karte. Dann haben wir die USA, Europa und Japan. Das ist die Welt nach Motorrädern. Das Grüne ist China und das Gelbe ist Indien. Die Welt nach Menschen, die mit weniger wie $1 am Tag leben. Und die USA und Europa sieht man kaum, dafür ist Afrika, genauso wie Indien und China, jetzt extrem groß. Das ist die Welt nach Patentrechten. Dann haben wir nur die USA und Europa. Die Welt nach Bevölkerung und nach CO2-Ausstoß. Wie Europa mit den US-Amerikanern zusammen sind ungefähr 10% der Weltbevölkerung. Aber wir stoßen 60% vom weltweiten CO2-Ausstoßes aus. Den Treibhauseffekt kennt hier ja bestimmt jeder. Hätten wir keine Atmosphäre um unsere Erde, würden all die Hitzestrahlen wieder zurück wegreflektiert werden. Und es wäre viel zu kalt für uns, um auf der Erde zu leben. Doch wir haben eine Atmosphäre und das ist auch gut so. Und deswegen haben wir eine Durchschnittstemperatur von ungefähr 15 Grad. Doch dadurch, dass wir so viele Treibhausgase wie eben CO2 oder Methan ausstoßen, können nicht mehr so viele Hitzestrahlen wieder raus und deswegen wird es wärmer. Und die Auswirkungen davon spüren wir auch heute schon. So sah das arktische Eis zum Beispiel 1980 aus und so 2007. Jetzt schauen wir uns mal den nördlichen Teil unserer Erde an. Dort drüben haben wir das Grönland-Eis und dort das arktische Eis. Und zwischen diesen beiden Eisflächen gibt es zwei Hauptunterschiede. Hat jemand eine Ahnung, was die denn sein könnten? Also der erste Unterschied ist, dass das Grönland-Eis auf Land liegt, während das arktische Eis im Wasser schwimmt. Und der zweite Unterschied ist, dass das arktische Eis 2 bis 3 Meter dick ist im Durchschnitt und das Grönland-Eis 2 bis 3 Kilometer dick ist im Durchschnitt. Und wenn das arktische Eis schmilzt, weil es ja schon im Wasser liegt, wenn es schmilzt, steigt der Meerwasserspiegel nicht an. Aber weil das Grönland-Eis 2 bis 3 Kilometer dick ist und auf Land liegt, wenn das schmilzt, steigt der Meerwasserspiegel im weltweiten Durchschnitt um 7 Meter an. Aber dieses arktische Eis ist trotzdem extrem wichtig für uns. Denn 80 bis 90% der Hitzestrahlen, die darauf scheinen, werden wieder zurück wegreflektiert. Aber wenn dieses Eis schmilzt, dann nimmt das Wasser darunter 80 bis 90% der Hitze auf und das Ganze wird noch schlimmer. Und deswegen müssen wir weltweit auch mit unserem CO2-Ausstoß runter. Heute sind wir Europäer im Durchschnitt bei 10 Tonnen, die Amerikaner bei 20 Tonnen, wenn ein Afrikaner im Durchschnitt bei einer halben Tonne an CO2-Ausstoß liegt. Aber wir müssen alle runter auf einen Durchschnitt von 1,5 Tonnen an CO2 pro Person. Und warum pflanzen wir Kinder und Jugendliche Bäume? Wir pflanzen Bäume, weil die das CO2, das wir herausstoßen, wieder aufnehmen. Also das C bleibt dann im Baum gespeichert, während wieder Sauerstoff freigegeben wird. Und während wir Kinder hauptsächlich Bäume pflanzen, ist es die Aufgabe von uns Jugendlichen bei Plan for the Planet, andere Unternehmen und Regierungen dazu zu bewegen, dass sie auch was tun für unsere Zukunft. Das machen dann die Zukunftsbotschafter. So haben wir zum Beispiel mit allen Regierungschefs der Welt angesprochen, sie angeschrieben und haben sie gefragt, wie sie planen, unsere Zukunft zu retten. Und haben ihnen unseren 3-Punkte-Plan geschickt. Und das mehrmals. Und wir sind auch zu verschiedenen Parlamenten der Welt gegangen, wie zum Beispiel zum EU-Parlament, und haben immer wieder unseren 3-Punkte-Plan vorgestellt. Oder zum Kongress von Mexiko.
Und das Gleiche haben wir bei den lokalen Regierungen gemacht. Bei dieser einen Regierung in Mexiko von einer Stadt, von einem Bundesland, Quintana Roo, mit ihnen haben wir einen Vertrag unterschrieben, dass sie die 150 Bäume pro Person pflanzen werden. Also insgesamt 200 Millionen Bäume bis 2020. Aber genauso wichtig wie Regierungen und Unternehmen zu bewegen, dass sie was tun, ist es auch Leute zu überzeugen, dass was getan werden muss. Und das machen wir zum Beispiel mit unserer Kampagne Stop Talking, Start Planting, bei dem wir prominenten Leuten den Mund zuhalten. Ein so ein Bild haben wir zum Beispiel mit Prinz Felipe von Spanien gemacht. Und einen Tag nachdem wir das Foto gemacht haben, war es in allen Zeitungen in Spanien. Und nicht nur in den Zeitungen, sondern sogar auf den Titelseiten. Also hier ist es an der Seite, aber das zählt auch. Und ein paar von uns haben auch eine E-Card gemacht. Wenn man auf unsere Webseite geht und E-Card klickt, kriegt man dann dieses Fenster. Dann kann man ein Bild hochladen, zum Beispiel den Präsidenten von Mexiko. Wenn das Bild nicht passt, einfach ein neues hochladen. Wenn es immer noch nicht passt, kann man es mit den Pfeilen zurechtrücken und dann an seine Freunde verschicken. Und jeden Januar in verschiedenen Ländern der Welt, in denen Weihnachten gefeiert wird, gehen wir dann mit Sprechblasen auf die Straßen und stecken auf die Bäume Sprechblasen drauf. Zum Beispiel, hätte ich Arme, würde ich Bäume pflanzen. Oder suche Partner zwecks Fortpflanzung. Retten Sie wenigstens meinen Stammbaum. Und viele von uns Kinder und Jugendlichen haben auch demonstriert, zum Beispiel vom Kanzleramt während der Klimakonferenz in 2009 in Kopenhagen. Und ein Bild von unseren Demonstrationen ist auch in ein deutsches Schulbuch gekommen. Gerade arbeiten wir an einem Demo-Paket für demonstrierende Botschafter vom Plan for the Planet. Da sind dann zum Beispiel solche Stop Talking, Start Planting Klebehände dabei. Wir haben ja jetzt in den nächsten Tagen oder nächsten Monaten wieder die Europawahl. Die ganzen Plakate kommen jetzt wieder auf die Straße. Das sind solche Plan for the Planet Klebehände ganz praktisch. Wir Kinder haben zusammen auch ein Buch geschrieben, das heißt Baum für Baum, das gibt es jetzt mittlerweile in 10 verschiedenen Sprachen. Die beiden dort oben, die sehen anders aus, die haben wir auch gar nicht selber übersetzt, sondern die wurden uns dann mal zugeschickt und die liest man auch von hinten. Und bei Plan for the Planet haben wir auch eine demokratische Struktur, also alle Botschafter können jedes Jahr unseren Kinder- und unseren Jugendvorstand mitwählen. Und viele von Ihnen wissen vielleicht, kennen das Problem mit den T-Shirts. Um ein T-Shirt herzustellen, braucht man ungefähr 2000 Liter Wasser, besonders wegen der Baumwollproduktion. Und dann haben wir geschaut, ob es für unsere Plan for the Planet T-Shirts auch eine bessere Möglichkeit gibt. Und dort haben wir dann wirklich eine bessere Möglichkeit gefunden, nämlich man kann T-Shirts auch aus Holz herstellen. Dann nimmt man eine Buche und aus einer Buche kann man ungefähr 1000 T-Shirts herstellen und das sind dann die Tree-Shirts. Alle unsere Plan for the Planet T-Shirts sind mittlerweile solche Tree-Shirts, aber wir wollen die noch viel weiter verbreiten, dass sie weltweit auch sonst noch genutzt wird. Einfach mit Ideen wie zum Beispiel, ich bin Baumträger, Holzträger. Und im Video haben Sie am Anfang gesehen, dass wir mit der Schokoladenindustrie ein Projekt machen wollten. Die wollten uns aber nicht unterstützen. Dann haben wir gesagt, dann machen wir unsere eigene Schokolade. Das ist dann die Change Chocolate oder die gute Schokolade. Die haben Sie jetzt alle schon auf den Tischen und Sie meisten kennen sie ja natürlich auch schon davor. Und da möchte ich mich nochmal bei Ihnen allen bedanken, weil REWE war von Anfang an dabei und hat uns damit unterstützt. Und mittlerweile sind wir die erfolgreichste Fairtrade-Schokolade in Deutschland. Gerade arbeiten wir auf einem Akt für die gute Schokolade. Wenn man gerade in der Stadt unterwegs ist und in der Nähe von einem Laden, der die gute Schokolade verkauft, also zum Beispiel in REWE, dann piept es in der Hosentasche
und dann weiß man, wo man einkaufen gehen soll. Und vor ein paar Monaten haben wir bei der ESA gefragt, ob die Astronauten auch mal probieren wollen. Und kurz danach sind 12 Tafeln der guten Schokolade an Bord der Albert Einstein zur internationalen Raumstation hochgeflogen. Also 2 Tafeln für jeden Astronauten. Und jetzt arbeiten wir gerade an einem weiteren großen Projekt, nämlich zum arktischen Eis. Im April werden wir 3 Abenteurer am arktischen Eis, werden sie dort loslaufen und 50 Tage lang 1000 Kilometer übers arktische Eis vom Nordpol aus bis nach Kanada laufen. Und zum Startschuss dieser Aktion werden wir natürlich einen symbolischen Baum im Eis pflanzen. Und diese 3 Abenteurer laufen dann tagelang im Durchschnitt 20 Kilometer am Tag, oft auch mit großen Hindernissen vor ihnen. Und sie ziehen die ganze Zeit einen Schlitten mit ungefähr 100 Kilo Proviant mit sich mit. Und oft haben sie auch gemerkt, dass das Eis nicht so stabil ist, wie sie erwartet hätten. Und in manchen Gegenden, desto näher sie dann an Kanada ankommen, wird das Eis dünner. Und in vielen Fällen werden sie dann auch schwimmen müssen, bis zu 10 Mal am Tag rechnen sie. Und das Proviant wird dann als Floß hinterhergezogen. Und diese 3 Abenteurer, das ist Bernice Notenbohm, die werden uns dann jeden Tag auch berichten, wie sie vorankommen und wie das Projekt voranläuft. Zwischendrin kommen dann Versorgungsflugzeuge und so weiter. Und dort ist dann natürlich die gute Schokolade auch dabei. Und das Ziel des Projektes ist, ganz viel Unterstützung für unser Projekt zu sammeln, bei dem wir in Mexiko, in Campeche, Bäume pflanzen. Es ist eine Riesenfläche von 32 Millionen Quadratmeter, die in den letzten Jahren abgeholzt wurden, um dort Reis zu pflanzen. Jetzt liegen sie brach und jetzt gehört das Land der Stiftung von Plan for the Planet, damit wir dieses Land wieder aufforsten können. Und dort sollen Millionen neue Bäume gepflanzt werden. Die ersten 40.000 Bäume haben wir auf den Flächen der letzten Jahr schon gepflanzt. Sie werden so ganz klein eingepflanzt, aber nach wenigen Jahren sind sie schon so groß wie der Baum dort im Hintergrund. Und wenn Sie mithelfen wollen, können Sie das heute alle auch ganz leicht tun. Nämlich wir wollen einen Wettbewerb machen mit all den Regionen von REWE in den nächsten Tagen. Wer kann am meisten Bäume pflanzen? Wir hier haben uns entschieden, hierher zu kommen, weil wir der Überzeugung sind, dass Ost auf jeden Fall die Nase vorn hat. Also jetzt brauchen wir alle Ihre Unterstützung. Jeder kann da ganz einfach mitmachen. Nämlich, Sie haben bestimmt alle auf Ihrem Platz schon die Flyer gesehen. Und hinten in diesen Flyern können Sie ganz einfach sich Ihren Namen reinschreiben, die Anzahl an Bäumen, die Sie versprechen werden, mithelfen. Sie haben ja alle einen Stift auf Ihrem Platz, tragen Sie Ihren Namen ein und wir werden am Ausgang stehen und dann die Flyer einsammeln. Also kann jeder ganz einfach mitmachen und wir sehen dann insgesamt, wie viele Bäume jede Region gepflanzt hat und hoffen, dass der Ost am Ende vorne liegt. Und Sie haben natürlich alle die gute Schokolade und das Buch Baum für Baum auf Ihren Plätzen liegen. Danke. Das war ganz weit vorne. Erstmal euch allen vielen Dank, dass ihr überhaupt hergekommen seid zu uns in schöne Magdeburg auf die tolle Bühne und Felix, Kompliment. Du hast das superklasse rübergebracht. Ich glaube, uns ist allen ziemlich viel Nachdenklichkeit passiert, während du geredet hast. Aber das Schöne an deinem Vortrag ist, dass man das umsetzen kann, in eine Art zu helfen. Und ihr wollt natürlich Baumversprechen haben.
Wir haben uns überlegt, dass sich für euch die Reise nach Magdeburg auch gelohnt hat, dass wir erstmal von der Region für jeden, der hier im Saal sitzt, ein Baumversprechen abgeben. Das heißt, ich würde jetzt für Sie stellvertretend erstmal 1008 Bäume versprechen. Die sind schon mal gesetzt. Nachher auf die Website nochmal einblenden und dann wollen wir mal gucken, was noch zustande kommt, weil, liebe Freunde, das reicht natürlich nicht, jetzt mit läppischen 1008 Bäumen anzufangen, sondern ich setze da große Hoffnung in Sie, dass wir hier noch einen deutlichen höheren Wert erreichen. Ich habe ganz bewusst dafür gesorgt, liebe Kaufleute, dass die Rückvergütungsschreiben Anfang der Woche rausgegangen sind. Und eine Tariferhöhung für die Marktmanager ist ja auch durch. Das heißt, wir können uns heute alle mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen und persönlich ein Versprechen abgeben. 1 Euro ist ein Baum, genau. Also auch keine Größe, die wehtut. Es kann jeder was tun. Die Flyer liegen auf Ihren Plätzen. Bitte nutzen Sie das unbedingt, wenn Sie jetzt rausgehen. Ich glaube, es lohnt sich. Das hat Felix und die anderen Kinder, glaube ich, sehr eindrucksvoll rübergebracht. Wir sehen hier, dass die Region Mitte hat ja auch gerade ihre Tagung, die sind schon ziemlich weit voran bei fast 7000 Bäumen. Aber wir setzen auf Sie. Also auch das noch ein weiterer Ansporn. Ihr müsst jetzt los, ihr müsst an die Ausgänge und zum Infostand, der ja auch draußen ist, Rede und Antwort stehen. Nochmal einen fetten Applaus für euch, das war super und ich hoffe,